So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir, nichts Neues generieren, aber euch die Möglichkeiten stark erweitern, die ihr habt. Ja, wir wollen heute mit ES6, also mit dem neuen JavaScript arbeiten und dadurch hat sich einiges geändert. Und zwar kann man Three.js auch in Modulen verwenden. Das macht es natürlich geiler, wenn wir zum Beispiel mit TypeScript arbeiten wollen, wenn wir mit, einfach geilerem objektorientierten JavaScript arbeiten wollen, dann müssen wir den Code halt besser strukturieren. Und ja, das machen wir mit Modulen. Und diese Module erweitern unsere Möglichkeiten, denn manche Sachen sind auch tatsächlich erst jetzt neu hinzugekommen und alles, was neu hinzukommt, ist tatsächlich nur mit diesen Modulen verfügbar. Ebenso werden die alten Dinge teilweise wirklich abgestellt. Und wir sind quasi gezwungen, jetzt irgendwann mal umzumodeln alles. Warum ich euch das nicht früher gezeigt habe, ist einfach, es ist ein gewisser Umstrukturierungsaufwand und ich wollte, dass jeder möglichst leicht mitkommt. Wenn ihr allerdings Schwierigkeiten hattet bisher, dann sagt mir bitte Bescheid, dann stelle ich dieses Video weiter vor. Okay? So, also im Endeffekt ändert sich an der Index einiges. Und zwar alles, was über ein Modul verfügbar ist. Und das ist über Three.js eigentlich so ziemlich alles. Ja, das muss hier nicht mehr eingebunden werden. Eure Main.js-Datei muss als Type Module eingebunden werden, ansonsten funktioniert hier nichts mehr. Allerdings haben wir in der Vergangenheit auch das Skript Keyboard State von 3x benutzt. Ja. Das bleibt weiterhin ganz normal vorhanden, denn das ist kein Modul. Das ist nicht ES6, das ist altes JavaScript sozusagen und deswegen muss es so eingebunden werden. Das heißt, alles, was alt ist und was ihr weiterhin verwenden wollt, das könnt ihr weiterhin so verwenden, wenn ihr das wollt, aber ihr müsst eben nicht. So, und jetzt eben hier in der Main.js sind alle Sachen anders. Also, nee, nicht alle Sachen, aber alles, was wir jetzt hier verwenden wollen, müssen wir über einen Import lösen. Und ihr seht, ich habe hier schon mal an der Lösung für nächstes Video gearbeitet. Dort werden wir dann mit Canon Physics arbeiten und die sind eben erst ab ES6 verfügbar. Das heißt, wir müssen hier umstellen, okay? Aber im Endeffekt ist es nicht schwierig. Einfach diese Zeile hier kopieren, einfach hier die Orbit Controls hiervon kopieren und einfach den Object Loader, da gibt es jetzt zwei davon, einmal Object Loader und Object Loader 2, ja. Diese beiden Loader gibt es und wir haben jetzt hier einfach mal den Object Loader 2 gewählt. Und gut, Stats brauchen wir auch noch nicht. Stats werden wir wahrscheinlich auch nächstes Mal nicht brauchen. So, das Keyboard wird wie immer generiert. Das bleibt genau gleich, denn daran hat sich ja nichts geändert. Das ist ja als Modul nicht verfügbar. Aber, und die Clock bleibt auch gleich. Aber was sich eben ändert, ist zum Beispiel eben hier Orbit Controls. Orbit Controls wird jetzt anders verwendet und das sehen wir dann hier. Ach so, richtig, genau. Die Imports, die sind jetzt auch teilweise gezwungen von den Ordnerstrukturen. Und zwar, ihr werdet gezwungen von Orbit Controls zum Beispiel, dass eure Three.js-Datei, und das muss jetzt die Module.js-Datei, die muss im Ordner Build liegen. Also das heißt, ihr braucht hier diesen Ordner Build. Und darin muss free.module.js liegen. Ansonsten funktioniert Orbit Controls nicht mehr. Und die ganzen anderen Libraries, die müssen genauso strukturiert sein, je nachdem, wenn ihr wirklich das Zeug kopiert, müssen die genauso strukturiert sein, wie sie im GitHub-Repo von Three.js sind. Das heißt, was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe mir hier tatsächlich das komplette GitHub-Repository von Three.js kopiert, bin dann in den Ordner Examples gegangen und habe mir den Ordner JSM, was für JavaScript Modules steht, also das, was quasi neu dazugekommen ist, das, was wir jetzt verwenden, das habe ich mir kopiert und zwar einfach in lib rein. Lib und dann JSM. So, und das führt im Endeffekt dazu, dass ihr jetzt hier plötzlich alles zur Verfügung habt, also JSM, und dann habt ihr hier eben die ganzen Effekte, die ihr hier verwenden könnt. Übrigens Anaglyph, ASCII-Effekt, all diese Dinge könnt ihr wunderbar verwenden. Hier gibt es sogar die TypeScript-Module dazu. Ihr könnt die ganzen Libs verwenden. Ihr könnt alles einfach mal durchprobieren. Wie gesagt, wenn ihr einzelne Videos haben wollt, dann meldet euch. Aber ich werde nicht alles hier erstmal vorstellen, sondern erstmal gucken, wie das alles so ankommt auch bei euch. Und genau, das muss dann eben auch so strukturiert sein. Das heißt, hier sehen wir lib JSM Controls und wir wollen Orbit Controls importieren. Das hat dann den Namen Orbit Controls. Achtung, nicht mehr Free.Orbit Controls, sondern nur noch Orbit Controls. Free.Orbit Controls gibt es durchaus noch, aber wird wahrscheinlich im Dezember eingestellt. Das heißt, das könnt ihr dann nicht mehr verwenden.
Und das heißt, ihr seid früher oder später gezwungen. Deswegen werde ich dieses Video auch an Anfang machen und bitte euch, das im Kopf zu behalten. Aber wie gesagt, das Video hier richtet sich sowieso an nicht unbedingt die JavaScript-Neulinge hier. Okay, so. Wenn wir jetzt hierher gehen und uns das mal angucken, der Object Loader heißt jetzt einfach nur noch New Object Loader, ja. Und wenn wir einen Orbit Control oder wenn wir Orbit Control initialisieren, dann sieht das hier auch nur noch nach New Orbit Control aus. Und das kann sich durchaus in den nächsten paar Varianten oder Versionen ändern, dass wir hier plötzlich nicht mehr New 3.WebGL Renderer, sondern den WebGL Renderer separat importieren müssen und dann hier einfach nur noch New WebGL Renderer schreiben müssen. Also all diese Dinge sind möglich. Three.js ist keine niemals ändert sich was Library, okay? Da ändert sich halt schon was. Und ja, im Endeffekt ist es das auch schon. Dann könnt ihr eigentlich relativ viel hier machen. Vergesst nicht euer Init hier unten. Das funktioniert ganz genau gleich wie immer. Und eine Sache hat sich hier allerdings geändert. Wobei, nee, das habe ich euch eigentlich schon vorgestellt. Das heißt, im Endeffekt hat sich für euch nur diese Import-Sache hier oben geändert. Ja? Nur dieses Importieren-Zeugs. Und ich stelle euch das Projekt natürlich auch komplett zur Verfügung, dann könnt ihr da reingucken. Und anschließend haben wir hier eben in der Index nur das Ding noch drin und das hier als Modul drin. Und dann funktioniert alles so wie davor und dann könnt ihr eben auch die neuen Module verwenden. Aber bitte achtet auch darauf, dass ihr hier eben den Object Loader 2 verwendet und hier unten dann auch den Object Loader 2. Und ja, ansonsten hat sich nichts geändert, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, auf neue Module zuzugreifen und deswegen habe ich das jetzt mal hier gemacht. Und nächstes Mal machen wir ein bisschen Physik und ja, dann war es das von meiner Seite erstmal. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.